Mein Name ist Halina Levkiv. Ich komme ursprünglich aus der Westukraine, in der Nähe von Lviv. Ich bin hier als Projektmanagerin vom Projekt Nadia da. In unserem Projekt geht es darum, dass wir für die multidisziplinäres Team aus der Ukraine Trainings anbieten. Sie kommen vor Ort nach Freiburg und werden geschult von verschiedenen Experten. Diejenigen, die später als Trainer eingesetzt werden, kommen dreimal. Und wir haben schon mittlerweile fast 33 Trainer ausgebildet. Und das Thema ist traumainformierte Erste Hilfe. Das heißt, nachher arbeiten unsere Trainer vor Ort mit verschiedenen Gruppen. Das sind auch Krankenschwestern, es sind auch Eltern, Pflege, also viele Sozialarbeiter sind auch bei der Caritas Homecare. Sie bilden dann vor Ort Trainings für diese Fachgruppen. Einerseits ist das wichtig, dass die Menschen, die jetzt mit Trauma zu tun haben, nach Deutschland kommen und es ein Austausch geschieht. Wir tauschen aus, was auf der deutschen Seite an Erfahrungen gibt, und die Ukrainer bringen ihre Fragen und Erfahrungen, und in diesen Synergien entstehen gemeinsame Wege. Wie können wir jetzt im Krieg helfen? Wie kann das Thema Trauma auf verschiedenen Ebenen, das heißt nicht nur bei einem Psychiater, Psychologen oder Psychotherapeut, sondern auch in anderen Richtungen, wo es jetzt ein großer Bedarf besteht, angesprochen werden, sodass es bei den Menschen ankommt, dass es auch nicht nur sehr medizinisch ist, weil es gibt auch soziale Dienste, soziale Mitarbeiter, die auch über Trauma wissen sollen. In diesem gemeinsamen Austausch tauschen sich verschiedene Berufsgruppen zum Thema Trauma, lernen verschiedene Möglichkeiten, wie man damit umgeht, und geben diese Wissen dann vor Ort, jetzt zum Beispiel in Lviv, weiter. Die Partnerschaftsprojekte sind sehr wichtig. Und sehr wichtig deshalb, es begegnen sich Menschen, die Bedürfnisse haben. Jetzt im Krieg begegnen sich Menschen, die gegenübereinander stehen, und sie wollen einfach helfen. Eine Seite hat Sicherheit. In Freiburg ist das sicher. Die Ukrainer kommen aus Lviv, sie sind oft im Keller. Sie begegnen sich in diesem sicheren Ort und versuchen zu helfen, aber auch voneinander zu lernen. Das ist nicht so, dass es einseitig ist. Auch wir in Freiburg lernen von den Ukrainern. Das ist menschlich. Wir hören über den Krieg überall. Was Krieg ist, wissen wir nicht. Wir sind nicht vor Ort. Wir riechen das oft. Aus diesen Runden, wo die Frauen anfangen zu weinen, wo es bei einer anfängt, eine Träne zu brennen, und dann weinen alle zusammen. Wir haben Gespräche, Supervision, wo wir auch Geschichten hören, wie die Kinder sterben, wie sie diese Kinder begraben, weil das sind Psychiater, Psychotherapeuten, Ärzte, die ständig mit den Kindern zu tun haben. Und der Krieg ist schrecklich. Und wir können nicht den Krieg vergessen. Wir sollen weiterhin beistehen, unsere Partnerschaft pflegen und nach den Wegen suchen, wie wir diesen Krieg oder alle anderen beenden können.